Hallo, nochmal. Also, wie angekündigt, gleich mein Fail-Video. Ja, ich fange an mit meinem Reisbällchen-Fail. Also, beziehungsweise Reisdreiecke sind es ja eigentlich. Und zwar sind es die Onigiri. Und, ja, zu meiner Verteidigung, ich, bin nach Hause gelaufen nach der Arbeit und es war schon dunkel und ich hatte Hunger. Und naja, ich habe mir dann eben so ein Reisbällchen gekauft und ich habe halt im Dunkeln nicht gesehen, dass da Nummern drauf sind, wie man die Verpackung öffnet. Und in meiner Gier und während ich nichts gesehen habe im Dunkeln, habe ich das einfach hier so aufgerissen. Und wenn man das tut, dann wundert man sich, weil, ich könnte das jetzt hier sehen, ja, man hat dann nur das Reisdreieck und aber quasi umrum die Alge fehlt. Und dann habe ich halt gedacht, was ist das für eine Verpackung? Hab dann hier angefangen, das so rauszupopeln. Hab das rausgepopelt und hab's dann eben händisch drumrum gewickelt. Warte mal, ich muss das jetzt mal hinlegen. Bitte nicht so machen. Okay. So. Und hab's dann einfach händisch rumgewickelt. Ja, dann hatte ich mir am nächsten Tag nochmal dasselbe gekauft. Ich bin froh, dass ich jetzt die Fails mache, weil ich habe echt Hunger. Hab mir nochmal eins gekauft, aber war in der Arbeit und hab's falsch aufgemacht, weil ich, oder wollte es falsch aufmachen und mein Arbeitskollege hat's lachen angefangen und hat mir dann gezeigt, wie man es wirklich aufmacht. Falls ihr auch mal in Japan seid, bitte reißt es nicht einfach so auf, sondern fangt an bei der Nummer 1. Einfach runterziehen und somit teilt ihr das Ganze. Und dann könnt ihr nämlich ganz einfach diese Verpackung zur Seite rausziehen. Und wenn ihr das nämlich macht, dann klappt es auch nicht. Doch, es klappt. Genau. Und dann habt ihr nämlich das ganze Zeug außenrum und dann ist es wesentlich einfacher. Ja, auf jeden Fall, das war schön. Also meine Kollegen mussten über mich lachen. Ha! So, dann Fail Nummer 2. Also nur so ein kleinerer, aber ja, war halt irgendwie alles geballt in der Woche jetzt. Und zwar, ja, heute eigentlich in der Mittagspause auf der Arbeit saß ich mit meinen Kollegen da und die haben sich halt auf Japanisch unterhalten und es ging so ein bisschen drum, dass ein Arbeitskollege von uns die Firma verlassen wird, weil er sich selbstständig macht. Mikami-san. Und ja, ich habe gerade so ein bisschen Wörter geübt mit meiner App und dann taucht auf einmal das Wort Sadu auf. Sadu wurde dann übersetzt mit verlassen. Und ich habe nicht viel drüber nachgedacht und habe dann einfach gesagt, Mikami-san, Sadu. Und auf einmal haben alle das Lachen angefangen. Und haben gemeint, naja, Sadu kann auch Affe heißen. Und das hat sich so angehört, als ob ich sage, Mikami-san, du bist ein Affe. Ja, war peinlich. Aber naja, so schlimm war es nicht, weil meine Arbeitskollegen sind total cool drauf. Und ich kenne sie schon sehr gut, sonst hätte ich sowas auch nicht ausprobiert. Dann mein letzter Fail ist jetzt kein typischer Japan-Fail, sondern einfach generell beschissen gelaufen. Und zwar diesen Samstag, am 19.12., um ganz genau zu sein, wollte ich abends weggehen. Ich wollte eigentlich nur kurz abends weggehen, Billard spielen mit 2 Japanern, einem Franzose. Da habe ich mich entschieden, nicht den ersten Zug zu nehmen, sondern länger zu bleiben. Haben gesagt, ja, wir bleiben länger und zusammen getrunken und alles. Ja, und dann habe ich... Wir saßen halt so auf so einem niedrigen Sofa und so wie so ein Couchtischchen war das. Und ich habe dann mein Glas, ich weiß nicht wie, umgeschüttet in meine Richtung. Ja, sowas kann ich. Und es ist nicht mal
das ganze Glas war noch voll, ist über mich drüber, aber nicht mal auf die Knie oder so. Nee, exakt in den Schritt. Das sah einfach nur aus, als ob ich mir in die Hose gemacht hätte, aber astrein. Ich war immer das einzige Gute war, ich habe eine dunkle Jeans angehabt. Und ich hatte so einen langen Pulli, den ich mir dann drüber halten kann. Ja, es war sehr erfrischend. Und die Japaner, die mit mir unterwegs waren, haben sehr herzhaft gelacht. Toll. Nein, ich musste auch ziemlich lachen. Ich habe auch ein Foto, aber ich glaube, das zeige ich jetzt erstmal nicht auf YouTube live. Live? Nee, nicht live. Öffentlich. Das meine ich. Ja, das waren so meine Fails, die ich jetzt zusammengefasst habe. Sicherlich hatte ich da noch ein paar in der Vergangenheit. Mache ich vielleicht noch ein Video und es werden auch noch weitere Folgen wahrscheinlich. Jo, das war's und ich freue mich jetzt echt mega auf Essen. Okay. Ja. Wenn ihr das gut fandet, mein Fails, schreibt es in die Comments, gebt mir ein Däumchen. Und ja,